magst Kautschuk und Gummi? Wir müssen mal reden. Wir müssen reden. Wir werden nicht in diesem Hafen stranden. Das wird nicht passieren. Ich sehe aus wie auf einer Mars-Expedition. Freunde, eine Etappe ist geschafft. Wir haben endlich wieder Windanzeige. Wir gehen jetzt nach Poblenou zu einem Spezialladen für Kautschuk und Gummi. Kautschuk und Gummi. Ich mag solche Läden. Die sind meistens vollgestopft bis zur Decke. Du magst Kautschuk und Gummi? Ja, das klingt jetzt nach Latex, ne? Nein, das meine ich natürlich nicht. Ich meine so Spezialläden, wo bis zur Decke hin irgendwelche Spezialitäten gestapelt sind. Egal, ob das jetzt Sanitär ist oder ein Schuster oder sonst irgendwas. Meistens sind das so nerdige Typen, die alles im Kopf haben. Und wenn du sagst, ich brauche die Schraube sowieso aus Bronze mit Senkkopf, dann weißt du, in welche Kiste er passen muss. Großartig. Ja, wir brauchen eine Dichtung für das Gefrierfach unseres 30 Jahre alten Kühlschrankes. Das gibt es online nicht. Also ich habe wirklich gesucht, ich glaube schon. Wenn es einer hat, dann wer. Genau. Und für unseren Wasserfilter brauchen wir eine ganz bestimmte Dichtung. Ja, und noch so mehrere kleine Sachen. Für Motor, einen Schlauch, sowas. Schau mal. Mal gucken, was der alles hat. Hier ist voll viel los. Wir sind hier in Poblenou. Das ist einer unserer Lieblingsstadtteile. Der ist nicht direkt in der Innenstadt und das war auch mal eher Industrieviertel und Arbeiterviertel. Und das entwickelt sich gerade zu einem unheimlich kreativen Stadtteil. Also hier ist ganz viel, hier passiert ganz viel. Es gibt ja auch so ein richtiges Stadtteilmanagement, das sich halt auch darum bemüht und es werden ständig Veranstaltungen gemacht, Open House und irgendwelche Rundgänge und irgendwelche Street Art Veranstaltungen und so. Früher war hier ganz viel Industrie, unter anderem die Olivetti-Schreibmaschinen waren hier, aber nicht nur das, früher wurde extrem viel hier produziert. Wunderschöne, alte, authentische Bausubstanz. Wenig touristisch und auch sehr auf Wohnen auch gemacht, also ganz viele verkehrsberuhigte Straßen, wo nur noch Fahrräder durchfahren dürfen und grüne Zonen und Parks und so. Das ist toll. Hier ist auch die Filmschule, international anerkannte Filmschule und so weiter, also viel Kreatives. Wir zeigen euch ein paar Impressionen. Orangenbaum. Voll nach Pizza. Ja. Willst du eine Pizza? Nein. Jetzt wollen wir erstmal zu dem Oh, Laden. aber die riecht gut, die Pizza, ne? Ja. So, hier hinter dem Container muss es sein, glaube ich. Ja, ich glaube, hier sind wir richtig, oder? Ja. Na Hund, grüß dich. Bueno, si tienes pollo y que rebote lo que se vea, pero no lo pongas pegado. Uno separado de nada. Da ist das, ne? Ja. Ahí así. En un rato. Na, mein Freund. ¿Cuál es el precio? Ich habe jetzt hier in der Ferreteria auch noch alten Kram gekriegt und was ich großartig finde,
Die haben ja so einen Münzautomaten, die haben gar keine Kasse. Der hat mich gerade weggeschickt, hat gemeint, mach das mit dem Automaten aus und das geht jetzt ganz einfach. Ich kann nämlich meine Grabbelkiste leer machen und meine ganzen Münzgeld mal loswerden. Ich habe ihm den ganzen Beutel Münzgeld gegeben, komplett alles. Und noch einen Zehner dazu und krieg 20 Cent raus. Das ist unser Kaffeeladen, da wollten wir gerade Kaffee trinken. Ich glaube, das wird eher nichts. Das ist der Unterteil von dem Seagull Trinkwasserfilter und wir haben überall diese Dichtung hier gesucht und nicht gefunden. Und im Gummiladen haben wir jetzt diese Dichtung hier gekriegt. Wollen wir hoffen, dass die passt, aber es ist auch die einzige Möglichkeit. Yes. Und dann für einen Motor brauchte ich einen Schlauch. Ich habe das schon mal versucht mit einem schwarzen Schlauch, aber der ist dann geknickt, weil der muss nämlich der muss so einen Winkel haben und dann seitlich noch gedreht sein. Und bei Perkins Deutschland, oh lecker. Gracias. Und bei Perkins Deutschland kostet der 47 €, der Schlauch. Und hier haben wir ihn für 9 € gekriegt. Jetzt muss er nur noch passen. Also der Durchmesser passt. Gracias. Und die Länge passt auch. Und jetzt muss ich ihn nur noch in Form bringen. Aber das sollte eigentlich passen. Boah, guck mal. So Leute, Wir müssen mal reden. wir müssen reden. In letzter Zeit häufen sich so ein bisschen die Kommentare, Freunde, jetzt fahrt doch mal endlich los. Und es gibt nichts, was wir lieber tun würden als das. Das könnt ihr uns glauben. Aber unser Motor läuft im Moment nicht. Es fehlt die Einspritzpumpe, die ist ausgebaut. Wir waren ja schon auf dem Weg loszufahren und haben dann festgestellt, dass die Pumpe nicht funktioniert. Und ja, das war ein sehr großer Schock für uns. Und ja, in dem Moment ist ganz schön was zusammengebrochen, weil wir dachten, es kann doch nicht sein, das Boot muss doch funktionieren. Aber wie das halt so ist, Technik geht kaputt. Keiner würde lieber unterwegs sein als wir und uns schmerzt das tatsächlich ihr seid ja immer noch im Hafen oder wollt ihr nicht endlich mal losfahren und reicht das nicht mal? Ja, uns reicht's auch, tatsächlich. Ja, wir sind schon viel zu lange hier. Wir waren ja erst familiär ausgebremst, dann haben wir das Boot getauscht, dann haben wir dieses alte Boot verkauft. Jetzt haben wir das Boot ausgerüstet und jetzt fehlt eben sozusagen der letzte Meter noch und das zehrt sehr an unseren Kräften. Wir haben es eilig, wir wollen los, wir wollen dringend vor Anker. Es ist Juni, es ist Ende Mai, Anfang Juni. Wir schlagen uns nicht drum, in der Hochsaison hier loszufahren. Deswegen bitte habt mit uns weiterhin Geduld, bis wir los können. Wir hängen am Mechaniker, wir hängen am Bosch-Dienst. Sobald die Pumpe zurück ist, wird sie eingebaut und bis dahin müssen wir die Zeit umbringen und die bringen wir natürlich am besten damit um, was wir brauchen, und zwar irgendwelche Sachen fertig machen. Das Boot war auf einem Stand von vor 30 Jahren und was die Instandhaltung angeht, ist da Minimum 3 bis 5 Jahre nichts gemacht worden. Nichts. Und das müssen wir jetzt natürlich alles nachholen. Substanz ist super, aber Instandhaltung, ja, haben wir viel zu tun. Und deswegen bitte habt mit uns zusammen noch so lange Geduld, bis wir endlich fertig sind. Keiner will lieber los als wir und wir wollen auch euch gerne wieder anderes zeigen als nur Bastelvideos. Nach der leichten Gereiztheit unsererseits gibt es aber jetzt versöhnliche Worte. Wir freuen uns natürlich auf das Segeln, auf die blauen Buchten, aufs Ankern, aufs Leben an Bord. Wir werden nicht in diesem Hafen stranden. Das wird nicht passieren. Der Mechaniker hatte gesagt, eine Woche. Wir sind in Spanien, das kann auch länger dauern und gerade jetzt ist Hochsaison. Ich weiß nicht, wie viele Pumpen der Pumpenmann gerade hat. Aber wir versuchen so schnell wie möglich loszukommen und wir freuen uns drauf. Macht gerne weiterhin Kommentare, bleibt uns treu. Wir kommen los, wir kommen los. Es wird blaues Wasser und türkise Buchten geben.
Post aus England. Wir haben ja Probleme mit unserem Windgeber, mit unserer Windanzeige. Wer das Video gesehen hat, als Christoph im Mast war, der hat die Windanzeige ausgebaut, weil die nichts mehr angezeigt hat und dabei festgestellt, dass die kaputt ist. Und er hat dann zwar das Lager getauscht, aber das hat alles auch nicht lange gehalten. Wir haben uns dann auf die Suche gemacht und zwar haben wir oben immer noch den ersten Windgeber, den es gab, und das ist von B&G, der 213. Das ist ein klassisches, altes, aber extrem zuverlässiges Modell. Wir haben dann lange überlegt, wollen wir jetzt WLAN drauf machen, also ein kabelloses oder ein Kabel. Wir wollten nicht noch eine Baustelle aufmachen und Kabel ziehen. Als Recherche-Queen habe ich tatsächlich was gefunden, und zwar die Firma A&T Instruments bietet diesen Windgeber, diese Fahne, in einer modifizierten Ausgabe an. Also sie haben von B&G die Rechte aufgekauft. B&G verkauft ihn auch immer noch, aber das ganz alte klassische Modell für unfassbar viel Geld, meiner Meinung nach. A&T hat das ganze Konzept überarbeitet. Der ist aus Carbon gearbeitet, der hat einen aktualisierten Prozessor, bessere Lager drin, kostet auch Geld. Jetzt haben wir uns den aus England bestellt. Das ist ein ganz toller Kundenservice, das hat echt super funktioniert. Christoph hat ein paar Mal telefoniert mit denen und hat noch ein paar Fragen gestellt, weil wenn wir denn schon jetzt das Geld ausgeben, möchten wir natürlich auch, dass es funktioniert. Jetzt ist er da und jetzt sind wir mal echt gespannt und packen den mal aus. Kleine Anekdote dazu, wir hatten bei einem großen Hersteller einen bestellt, der hat uns gesagt, der passt, und haben ihn hier nach Spanien für teuer Geld schicken lassen und der hatte nicht gepasst. Also guckt wirklich selber genau nach, dass das auch das ist, was ihr wollt. Der Knackpunkt war eigentlich, dass oben der Anschluss im Mast am Kabel, der ist analog und die heutigen Systeme sind nicht mehr analog. Und deswegen waren wir sozusagen festgelegt, entweder auf diesen Geber mit dem Kabel oder das Kabel tauschen. Das war der Hintergrund dafür. Und dann hätten wir eben, wie Marion schon sagte, auch das Kabel tauschen müssen. Die haben auch Displays für das ganze System. Guck mal, schicki, ja? Carbon. Sehr schön. Das ist nämlich der Anschluss. Und deswegen waren wir da, wenn wir das Kabel nicht tauschen wollen, auch darauf festgelegt. Der friert sich, das ist ja Bombe. Mhm. Also wer den B&G 213 hat, den haben ganz viele, das weiß ich. Und der geht einfach irgendwann kaputt. Der ist einfach schon alt, und wenn der nicht ständig gewartet wird, das ist halt Plastik, und Plastik wird porös. Und wer das System hat und das behalten möchte, wirklich unsere Empfehlung, den A&T sich anzuschauen, und genau, da ist das. Damit hat es angefangen, ne? Was ich halt daran auch sehr überzeugend finde, und das sieht man ja auch, dass man alle Bestandteile einzeln tauschen kann. Also man kann einmal den Schaft bestellen, wenn praktisch der Schaft abgebrochen wäre. Man kann innen drin den Prozessor bestellen, man kann das Löffelrad bestellen, man kann die Windfahne bestellen, man kann unten das Lager bestellen oder nur die Lagerringe. Man kann sogar die Hülse bestellen, die Adapterhülse, die praktisch auf die Masthalterung gesetzt wird. Und ja, für uns ist es jetzt die einfachste Lösung gewesen, und wenn wir davon ausgehen, dass es eben dann wieder 30 Jahre hält, dann sind wir damit zufrieden. Ja, ist zwar immer noch extrem viel Geld, aber es ist wenigstens ein Quickfix und wir haben nicht nochmal eine Baustelle offen. Ja genau, außerdem stehen wir ja auf alte Systeme. Deswegen kaufen wir uns auch immer alte Boote und keine neuen Boote. Jetzt wollen wir hoffen, also ich meine, der Anschluss sieht schon mal super aus. Das heißt, wenn ich hochkrabbel, dann ist das auf dem Mast, meine ich, dann ist das eigentlich oben auch eine schnelle Nummer. Weil da oben stehen, mit der Bohrmaschine neue Halterung anbringen, das ja, kann man machen, aber ist nicht so mein Favorite. Ich sehe aus wie auf einer Mars-Expedition. Ich will heute den Mast klettern. Wir haben einmal den neuen Windgeber, den wir oben anbringen wollen. Also
Ich habe einen neuen Sitzgurt gekauft. Das ist zum einen Sitzgurt, aber auch Vollgeschirr, damit bei Ohnmächtigkeit ich nicht abstürze. Ein Sicherungssystem, das ist das Grigri. Das kann ich mitführen, das läuft mit beim Hochgehen. Wenn ich aber in das Seil fallen sollte, dann stoppt das. Und ich habe hier aber die Möglichkeit, mich auch kontrolliert abzuseilen. Das heißt, ich kann es öffnen und dann rutsche ich praktisch an der Leine wieder runter, an der ich gesichert bin. Das ist das Ding. So, und daran schlage ich mich jetzt gleich an. Das zweite ist, wir haben eine zweite Leine, die führt Marion dann mit. Also das ist praktisch die Rückfallebene, wenn man so will. Und ich schlage mich jetzt gleich mit dem Grigri hier an, mit dem Sicherungssystem. Und dann haben wir noch ein Klettersystem. Also ich werde mich praktisch... Ich picke das hier auch in die Kletterleine ein. Also das Grüne ist meine Kletterleine, an der kletter ich. Und ich werde praktisch hier auf diesem Brett immer stehen. Man sieht das auch, dass die Leine gibt jetzt sehr stark nach, weil es eben Kletterseil ist. Was ich aber in Wirklichkeit mache, ist praktisch, ich stehe auf dem Brett, ziehe mich da hoch und setze mich dann da rein, praktisch in dieses System rein. Dann habe ich die Beine frei, hocke die Beine an, dann hängt das Brett praktisch in der Luft und dann schiebe ich das hier ein Stück nach oben und stelle mich wieder drauf. Also ich mache praktisch immer die Raupe und dadurch, dass ich das wechselseitig nachschiebe, komme ich dann nach oben. So, das ist das Prinzip, was dahinter ist. Und weil ich noch nicht außerirdisch genug aussehe, kommt jetzt auch noch das Headset dazu, damit ich Marion dann auch noch verstehen kann. So, sei mal bitte so nett. Geh mal bitte ins Cockpit und guck mal bitte, ob Wind ist. Funktioniert, wir haben wieder Wind. Freunde, eine Etappe ist geschafft. Wir haben endlich wieder Windanzeige durch diesen neuen Windgeber von AMT. Endlich. Und der ersetzt den 213, den wir vorher hatten. Und ich bin echt froh, dass es endlich wieder funktioniert. Ich glaube, dann können wir hier oben gar nichts mehr machen. Du kannst die rote Sicherungsleine immer ein bisschen nachführen. Gib mal lose, bitte.